Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde von The Council. Wir sind jetzt hier in Wöllners Zimmer. Ich weiß nicht, ob er hier auch irgendwo ist. Jetzt gerade sehe ich ihn nicht, aber er hat ja auch noch einen Nebenraum, wo er eventuell sich befinden könnte. Wir schauen uns mal bei ihm hier um. Und wir sehen ein kleines Münzchen. Sehr lecker, lecker. Okay. Hier ist auch ein Buch. Ortus Delicarium. Okay. The signs of obscurantism. Das hatte sie auf dem Arm tätowiert oben. Das mit dem Zirkel und Winkel. Na, nimm's dir. Honey, I couldn't have hoped for better. Honey. Sugar. Du. Wie viel haben wir? Ein Fünfer haben wir, ist klar. Da können wir eigentlich... Huch. Was habe ich denn da für einen negativen Effekt? Warum kann ich den denn... Oder wie kann... Also das ist wahrscheinlich, weil ich zu viele Mittel eingenommen habe, ne? Ich könnte den negativen Effekt damit auflösen. Aber wieso kann ich denn nicht mit... Ah, hier. Berauscht. Dialogtimer wird nicht angezeigt. Ja. Pff. Der negative Effekt wird schon von alleine weggehen. Da brauchen wir jetzt gerade kein Mittelchen nehmen. Ein Buch. Sorrows of Young Werther. There's a handwritten text signed by von Werner on this first page. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever obedient servant. So, Volner had a relationship with Elizabeth, but that's hardly surprising given his fondness for the occult. Okay. Auch ein sehr interessanter Ausblick, den er hier hat, aber wir können ja leider nicht nach draußen. Golden Elixir. Na, wir können ja, wenn wir es hier eh mitnehmen können, kann ich ja einschnacksen. Golden Elixir. Okay. Kommen wir auch nicht nach draußen. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Close to the owner's heart. Oh, hier würde es sich lohnen, das Dings einzusetzen. Hier, ne? If I'm not mistaken, Paracelsus named the element called zinc. Okay. Ah, das ist schon I, okay. Ich dachte Lizzie oder Liz oder irgendwie sowas. Okay. Mysteriöse Notizen. Kann ich die irgendwie sehen oder lesen oder so? Oder sind die Mortimers Einladung? Taschentuch? Mutters Taschentuch? Piagis Brief immer noch versiegelt? Kann ich eigentlich? Oh. Ich habe versucht mit Rechtsklick gerade drauf zu klicken, weil ich dachte, kann ich ihn jetzt öffnen? Meine Mutter schrieb, das Ungeheuer greift stets... Ah ja, okay. Schlüssel mit okkulten Erdsymbol und mit okkulten Wassersymbol. Das ist anscheinend alles hier in die Bücher gegangen, ne? Ja, das... Ja. Leviathan, Regeln der Höflichkeit. Evelina. Ist hier irgendwas dazu gekommen? Nee, ne? Glaube nicht.
Okay, machen wir erstmal weiter. Wir werden es schon sehen oder verwenden können, wenn es soweit ist. Da gehen wir gleich rein. Ich möchte nur hier erstmal gucken, was hier noch so ist. The alchemist is a young man. Oh, da oben ist was. Komme ich denn da hin? The signs of the zodiac. Oh, hier war es gerade. Da. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Okay, aber hier ist nichts mehr weiter. Können wir nur den Raum verlassen. Was haben wir hier? Lecker Fuddy. Was zum Hinschmeißen. Aber ansonsten haben wir hier nichts mehr. Gut. Dann gehen wir mal in den Nebenraum. Ah, da ist er. Okay. Ich möchte aber erstmal ohne ihn bitte gucken. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal ein paar mehr Erfahrungspunkte halt auch abgreifen, ne? Damit wir mal wieder ein bisschen skillen können. A fragment of amber. Sehr schön. Wir sind jetzt der Bernsteinprinz. Mhm. The alchemist is an old man. Okay. Ist das jetzt das Maximum, was man an Konzentrationspunkten haben kann, oder geht es noch krasser? Wäre natürlich cool. Die Leute einfach beklauen, oder? Oh, was hast du denn da in deinem Inventar? Flups. Meins. Okay. Dieses Bild. Das habe ich schon beim letzten Mal nicht ganz geschnallt, was das ist. Was dort drauf abgebildet ist. Ein Schriftstück, aber ich kann es nicht sehen oder lesen. Eine Münze. Sehr schön. Aber ich würde ja gerne mit ihm sprechen. Aber ich habe halt Schiss, dass ich wieder diesen... dass ich den hier... Wisst ihr? Das ist das Erdsternchen. Ja, genau, dass ich dieses Erdsternchen-Ding wieder sinnlos verhämmer, wisst ihr? Lasst mich mal kurz aus dem Spiel tappen. Wir gucken jetzt nach. So. Wir gucken, und zwar The Council. Erdsternchen. Kein einziges Konsummittel auf... Ne? Winzige, zwergenhafte Erdsternchen? Okay. Wie verwenden? Oder wann? Keine Ahnung. Wow. Das scheint doch ein Testosteron-Booster zu sein. Und ein Pilz gleichzeitig. Okay. Ich möchte aber gern wissen, hier auf nüchternen Magen bei The Council. Ich gehe mal in das Council-Wiki rein. Gelee Royal, Goldelixier. Ja, das wissen wir ja, dass wir das dann nicht benutzen sollen. Aber ich würde gern wissen, wie man das richtig macht. Zeig mal bitte. Das hat tatsächlich... Es hat tatsächlich keinen Eintrag in der Council-Wiki. Aber die Council-Wiki wird auch nicht so riesig sein. Ich suche es mal auf YouTube. Council, Erdsternchen verwenden. Elden Ring.
Abwesenheitssimulation. Also... Ich suche mal nur Council und Erdsternchen. Mal sehen, ob man da irgendwie... Ja, da findet man nur ein Let's Play von anderen Leuten. Nee. Ich befürchte, ich werde das so lange rausschmeißen müssen, bis ich geschnallt habe, wie man es verwendet, Leute. Da müsst ihr jetzt mit mir durch. So, wieder zurück ins Spiel getappt. Was war's? 3? What can I do for you, Richet? Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy that befell us last night. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, Monsieur? Wo war er gestern Abend? Ich weiß, dass sie eine Beziehung hatten. Excuse me for asking, but did you know Miss Adams? Oh, she... not really, to tell the truth. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, Richet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure, and has nothing to do with you. Well, continue playing the detective as you see fit. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. Hat er sie geliebt? Dauer der Beziehung? Was zwischen? Machen erstmal. I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked her, if that's what you're insinuating. Who put an end to the relationship? You or her? It was her. It was her. But what does that matter? We both agreed. Please, tell me a little more about the nature of your relationship. That is a personal matter, monsieur. Yes, that is true. So, tell me. All right. It was passion. That's why we couldn't stay together. It scared her. You loved her, didn't you? That is none of your damn business. Your feelings betray you, sir. So what? Yes. I loved her, like a moth loves the flame of a candle. That's why we could never be together. Exactly how long had you been seeing her? I have no reason to answer you. I see. Is that what you want me to tell Lord Mortimer when he asks what I found out? It's only been a few weeks. Where were you last night? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Thank you kindly. We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. Okay, ich glaube, es hat wieder nichts gebracht, dass ich das eingesetzt habe. Wir werden es irgendwann schon noch rauskriegen, wann es sinnvoll wäre, das zu nutzen. Kann ich jetzt raus auf den Balkon? Nee, immer noch nicht. Kann ich hier wieder so ein Mittelchen mitnehmen? Die stehen dort unten so schön. Kann ich aber auch nicht. Okay. Das mit dem Buch hatten wir. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig mit dem Zimmer. Und mit Wöllner. In die Richtung müssen wir weiter, würde ich sagen. Hier waren wir ja schon. Kann ich eigentlich hier runtergehen, wenn ich das wollen würde? Nee, kann ich nicht. Gut. So, was haben wir hier für ein Zimmer? Ist das Elizabeths? Nee, oder? Doch. Die liegt doch dort immer noch. Die haben sie nicht mal weggeräumt.
Wow. Also ich habe jetzt echt gedacht, man sieht einfach nur das Blut auf dem Boden oder I have so. no space left. I'll retrieve it later. Was war Goldelixier? Das war, hebt negative Effekte auf, ne? Kann es auch gerade nicht nehmen. Weil ich voll bin. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass der Typ da ist. Okay, dann gucken wir uns nochmal um. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. Das haben wir schon gelesen. So, was ist denn mit dir? Warum bist denn du hier? Has Sir finished with this room? Do you know who could have made such a mess of this room? Miss Adams, sir. We were given orders to leave the room as it was, so as not to rush her. Did she have a fight with someone to get the room into this state? Not that I know of, sir. Miss Adams would sometimes throw a tantrum, during which she would destroy anything that came to hand. Lord Mortimer told us not to enter the room. Thanks for that information. You are welcome, sir. Has Sir finished with this room? No, I haven't gone over everything yet. Sir may take his time. When Sir would like to leave, Sir has only to tell me. Okay, dann passiert also irgendwas, wenn ich ihn quasi anweise dafür, dass wir jetzt gehen. The clock stopped at 3:54. If it was smashed during the murder, then I've just established the time of the crime. 3:54 Uhr, okay. Huh. The talisman that I gave back to Elizabeth. I can't exactly say it brought her good luck. A pentagram. What the hell's been going on here? Das war aber schon beim letzten Mal, als wir da waren. Das Symbol untersuchen. Ich erinnere mich an Mutters Bücher. Ich hoffe, wir können alles machen. Contrary to what most people believe, a pentagram's not there to conjure up, I don't know what evil or demonic creature. With the point toward the top, the pentagram is an ancient symbol of protection against evil. Many esoteric rituals are based on this shape. Could Elizabeth have been sacrificed during an occult ritual? Dann würde sie doch aber drin liegen, oder? I wonder if Elizabeth's death has anything at all to do with this pentagram. If a ritual went wrong and degenerated, Elizabeth would probably have been killed in the center of the pentagram, Ja. not 3 meters from here. That's strange. Genau das dachte ich auch. Okay, gucken wir weiter. A notebook, written in Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. It looks like a mixture of medieval Latin and Anglo-Norman. It is difficult to make sense of this jerky writing. I can make out some passages, though. He's coming. The demon is upon me. He's coming back to kill me. There she is. Death has come to finish me off. I've just run into her son. That was her last entry. What tortured writing. Okay, sie ist also immer noch davon A notebook, überzeugt, dass die written Mutter es in war. Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. It's medieval Latin. Well, enough to translate a bit. He's coming. The demon is upon Ach, der me. macht das He's coming back to Gleiche. kill me. There she is. Death has come to finish me off. I've just run into her son. That was her last entry. What tortured writing. Ach, Kacke, Leute. Ich habe gedacht, dass 2 verschiedene Sachen jetzt hier rausgefunden werden können. Oh. Okay, gucken wir weiter. Das ist ja der Brief, den kennen wir schon, ne? 1791. Abigail, genau, den haben wir schon gelesen. Die könnte von Peru sein. A pistol? Fairly new, I'd say. And judging by the weight of it, fairly light. Das Laufinnere untersuchen, den Griff untersuchen. Schusswaffe. Mach mal den Griff.
There's a few dried traces of blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. A tribute engraved on the barrel. To the liberators of France. It's extremely well maintained. The barrel is perfectly clean. It isn't loaded, and well, there's no traces of gunshot residue. I'd conclude that it hasn't been used recently. A tribute engraved on the barrel. To the liberators of France. Befreiern Frankreichs. Right. I shall have to find its owner. Dann kann es doch eigentlich nicht Napoleon sein, oder? 30 November, 1791. My dear sister. Ja, okay. Haben wir auch gelesen. Piece of fabric. High quality at that. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. Für den Adel machen Kleider Leute. Das gilt sowohl für Frauen als Männer. Woran erinnert es mich? Color doesn't correspond to Emily's black outfits, and Elizabeth doesn't have anything quite like this in her wardrobe. Let's take a closer look. It's a little dirty. It must come from the bottom of the dress where it touches the ground. I recognize that moire pattern. It's the same as the travel dress my mother was wearing when she left. But why the hell did she come into this room? Okay, also ist das doch Muddis Kleid, was hier liegt. Okay, hier ist gerade nichts weiter. Vials of laudanum. Zu wenig. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Es könnte aber auch Mortimer einfach bestellt haben. Washington wusste ja gar nicht, dass sie noch lebt. Er hat doch gesagt, dass er bei der Beerdigung dabei gewesen ist. Deswegen, warum sollte er dann das Laudanum hierher bringen? Außer es ist für Mortimer gewesen und nicht für sie direkt. Also schon für sie, aber über Mortimer dann für sie, wisst ihr? The blood spatter indicates that the murderer must have held Elizabeth upright during the attack. Even if Elizabeth wasn't very big, I doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Soll er sie dann gegen die Wand gedrückt haben oder was? Ich hätte jetzt eher auf einen Schuss. Aber die Waffe hat ja keine Schmauchspuren, ja. Ich hätte ja gedacht, ein Schuss, dass es hier so, wisst ihr, an die Wand geklatscht ist. Oh, die Logik habe ich noch nicht. The lower part of the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no blood where he held it. The handprint indicates a small and slender hand. The blade is short and thin. Well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. Also es deutet ja bis jetzt übel auf unsere Mutti hin, hä? Knocked over bottle of wine. Same thing Elizabeth served me last night. Still just as disgusting. I don't know what's happened to this wine, but it's undrinkable. Die wird dort ihre Kristalle, die wir da den einen Tag auf den Tisch gefunden haben, reingeballert haben. Dieses Drogenstuff-Zeug. Poor girl bled to death. Whoever left that footprint has boats for feet. That's at least a size 15. Where's a size like that here? Peru? Washington, maybe.
Okay, dann müssen es aber mehrere sein. Kann es sein, dass die hier einen fetten rituellen Mord an ihr begangen haben? Also, dass es Mutti hier gewesen ist? Und Peru oder Washington? Oder kann es sein, dass die Mutti irgendwie nachmachen? Kann ich es jetzt No nehmen? space left. I'll retrieve it later. Das war doch hier... Ja. So. All right. I've retrieved everything. Warum sind ihre Augen so blutunterlaufen? Deutet das nicht darauf hin, dass sie erstickt ist? Falls wir nicht alles untersuchen können, fangen wir mit dem Kopf an. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. She also has old scars around the neck, maybe mutilations. Nase und Mund. Warum kann ich ihre Augen, die das Offensichtlichste sind, nicht untersuchen? Wir machen mal den Mund. What a strange smell. Erinnert mich an den Hof des Königs? Machen wir mit Wissenschaft. Her breath smells of alcohol and of laudanum. People use it to relieve pain. Warum sind jetzt beide Sachen gekennzeichnet? Also, weil es das gleiche rauskommen wird. Aber warum war das hinten nicht so? Hat die sich selber vielleicht umgebracht? She bled from the nose. Die Blutungen betrachten? Das kostet uns hier nichts, ne? Nase betrachten, wir machen das mal. There are signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. Okay. Dann arbeiten wir uns jetzt mal von ihrem Kopf aus weiter runter. Nehmen wir als nächstes mal den I Oberkörper. count no fewer than 9 wounds on the thorax, with a lot of blood. On first sight, I'd say that's what caused her death. Ich kann mir vorstellen, dass es das nicht war. It looks as though the wounds were inflicted from a precise angle, as if the murderer was standing behind Elizabeth. Okay. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather and stitched onto her skin. Probably during childhood, if the scars are anything to go by. It's the same kind of tattoo as on the rest of her body. Die haben Leder tätowiert und das sie auf die Brust genäht? Habe ich das richtig verstanden? Leute, wir sind doch schon bei 30 Minuten, sehe ich gerade. Ich hoffe, dass er hier nicht das gleiche faselt, weil es ist nicht gelb geworden, als ich das hier untersucht habe, wisst ihr? Und wir haben nicht mehr so viel Zeug, um alles anzugucken. Deshalb hoffe ich, dass wir noch genügend Gelee Royale haben, um hier ein bisschen weiter zu schauen. Aber ich schlage vor, wir machen heute nicht mehr weiter, sondern wir gucken uns den Rest von Elizabeths Körper beim nächsten Mal an. Kann ich hier... Ja gut, kann ich hier reingehen. Also,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Und wir gucken uns das Ganze beim nächsten Mal übermorgen weiter an. Bis dann. Tschüss.